Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 17. Ich bin Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch beide bei OneFootball beruflich und hier allerdings im privaten Rahmen unterwegs. Und heute ist mal eine ganz andere Folge. Ja, heute wollen wir, ich weiß gar nicht, haben wir uns schon darauf verständigt, wie wir das zusammenfassen? Über Merch so gewissermaßen sprechen, aber nicht, Fanshop? aber nicht, also halt nicht einfach über ganz einfachen Merch, sondern schon über speziell. Wir reden ja immer über Trikots, der Name verrät's. Und deswegen haben wir uns heute so ein bisschen so diversen Merch rausgesucht, von Schuhen über Socken bis zu Pullovern, der ausschließlich auf Trikots basiert. Trikots, die Mannschaften, also Vereine, teilweise auch Nationalmannschaften, auch unabhängig von dieser Kollektion getragen haben. Und bevor wir darauf eingehen, gibt es wie immer noch dieses Quiz zu lösen hier. Der Uncut Take, sehr gut. Ja, also ich durfte wie immer mal hinter den Kulissen kurz reinschnüffeln. Reinschnuppern, eher haptisch. Ich finde diesen Gummizug hier immer noch faszinierend. Also da kann pH-Wert nur schreiend davonlaufen. Ich würde einfach sagen, Olympique Marseille, Heim 2010, 11. Es ist sehr knapp daneben. Also es ist um eine Saison Es daneben. ist immer knapp. Das möchte ich jetzt mal wirklich, dass wir das vielleicht nach und nach rancutten, Ja. wie oft ich jetzt schon so knapp dran war. Es ist knapp daneben. Also es ist knapp daneben. Es ist sehr knapp daneben. Also du hast... Das ist immer knapp. Das war wirklich sehr knapp. Also Stimmt, ein Jahr oder was? wirklich um eine Saison, genau. Also es ist 2011, 2012. 11, 12. Also ich weiß nicht, ob du sonst hier unten noch vergeblich nach dem Nee, ich war Badge schon gesucht hattest. ich war schon beim TechFit hier. Aber Deswegen dachte ich schon so, ja okay, TechFit gab es auch nicht so lange. 2010, 2011 wäre ja rein theoretisch hier unten noch der Badge drauf gewesen. Die Applikation, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Wobei ich tatsächlich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer halten würde, ob die auch bei den TechFit-Versionen drauf gewesen ist. Denn das ist die TechFit-Version, um das nochmal klarzustellen, wenn man das vielleicht nicht hundertprozentig erkennt. Rest war sonst logischerweise richtig Marseille Home. Aber, ja. Wie genau leite ich das denn jetzt eigentlich ein, wenn wir gar nicht über Trikots reden? Das ist tatsächlich ein bisschen interessant. Ja, irgendwie reden wir ja doch über Trikots, ne? Ja, irgendwie schon. Und dieses Mal geht es um... Wanderschuhe. Ja. Gewissermaßen. Ja, so Ihr erinnert euch vielleicht, dass Dominik hier schon einmal den Berg hat rufen hören, als wir über das damals noch geleakte dritte Trikot der Bayern gesprochen haben. Mittlerweile ist es ja auch schon offiziell released worden. Genau, da sehen wir es nochmal. Und diese schöne Bergmusterung gibt es eben künftig nicht mehr nur auf dem Trikot, sondern auch in Adidas-Schuhen, nämlich in den ZX2K Boost, um hier noch ein bisschen Werbung zu machen. Achso, falls Adidas das jetzt gerade zieht, mir bräuchtet ihr die Dinger jetzt nicht schicken. Also ich finde das Bayern-Trikot zwar gut, ausnahmsweise mal, aber ich brauche die jetzt nicht oder so, ne? Sagst du das nur über die Bayern, über den Bayern-Stil? Denn es gibt den Schuh nicht nur im Stil des dritten Bayern-Trikots, sondern auch im Stile des dritten Manchester United und Arsenal-Trikots. Also da hat sich Adidas 3 seiner Top-Clubs, zumindest vom Namen her, genommen und ihnen auch nochmal ganz schöne Schuhe gewidmet. Ich finde den Stil ziemlich cool. Ich finde, das kommt tatsächlich vor allem bei dem Bayern-Design sehr gut rüber, weil das einfach farblich ganz gut harmoniert mit einem Weißton, mit einem hellen Blauton und dann diesen roten Adidas-Streifen darauf, während die anderen beiden relativ dunkel sind. Ich finde das von Arsenal noch ganz vernünftig und obendrein, wir hatten es ja auch schon in einer der sehr, sehr frühen Episoden besprochen, so diese Zweiteilung von des Adidas-Logos. Also, dass man die 3 Streifen oben in der einen Farbe und dann den Schriftzug drunter in der anderen Farbe hat. Das hat man jetzt bei dem Schuh auch so aufgegriffen. Und obendrein, um das mal noch, den Monolog mal noch zu Ende zu führen, auf der Unterseite, also auf der Sohle, hat man dann noch das Vereinswappen des jeweiligen Vereins. Und ich, wie gesagt, finde das gerade bei dem Bayern-Design, finde ich, ist das sehr gelungen. Ich bin normalerweise auch ein Fan von weißen Sneakern. Das ist leider gerade mein Problem. Deswegen würde ich leider, sehr viel leider, aber es stimmt auch einfach, den Bayern-Schuh als besten, gelungensten in dem Sinne raten. Leider
Wow. Ist der zum Beispiel von United, wobei das Trikot ja eigentlich, hier nochmal kurz als Beispiel, ja, vergleichsweise noch besser gemustert ist, geht der Schuh farblich für mich komplett unter. Ja. Also leider, muss man nochmals betonen. Gottes Willen, ich komme da gar nicht mehr raus. Das ist Unglücklicherweise ist das... sehr gut. Ja, also er geht für mich total unter. Das also ist, wir küren den FC Bayern mit seinen quasi neuen Wanderschuhen, wenn man bei dem Bergmotto bleibt, hier als Sieger. ja. Eben waren wir mit den Bayern auf dem Berg, jetzt begeben wir uns mit Paris gewissermaßen ins Meer, ins Farbenmeer. Ja, sehr gut, genau. Der eine Präfix da, der fehlte mir noch. Genau, Paris. Ja, man kann es ja hier nochmal sehen, das ist ja noch ein klassisches Trainingsshirt, Ja. als da noch nicht Katar mitgearbeitet hat und als ein Logo auch noch nicht verändert werden durfte. Denn Paris hat ja, glaube ich, als einziger Verein neben den Wolverhampton Wanderers oder auch, ich meine, Leicester City war zumindest mal die Überlegung, ob das plötzlich rot statt blau wird, sehr viel an seinem Logo geschraubt. Und wenn wir uns jetzt diese Merch-Kollektion mal anschauen, die auf dem 4. Trikot, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, dem 4. Trikot der abgelaufenen Saison basiert, aber dieses Trikot wurde dennoch in diesem Jahr erst veröffentlicht. Also es ist irgendwo noch neu, Ja. beziehungsweise wahrscheinlich streetmäßig einfach noch nicht groß angekommen, weil dieses Trikot auch noch, ich glaube, kaum benutzt wurde. Das Ja, muss man dazu selten, sagen. ja. Also super selten. Aber hier nochmal, um das Trikot auch optisch darzustellen. Und jetzt stelle ich einfach einen super fancy Tracksuit auf dieser Basis vor. Also ja, richtig mal in den Farbeimer gegriffen. Du fandest es ja eigentlich ganz cool. Also ich finde es halt, klar, es ist sehr bunt, aber es ist halt auch Ja. irgendwie konsequent und ich kann mir halt sehr gut einfach irgendwie irgendeinen x-beliebigen Rapper kann ich mir darin vorstellen. Irgendeinen französischen am besten, der das trägt und am besten auf einem Konzert und da geht dann die Menge gut ab. Da geht es dann Das- auf jeden Fall ab, ja. Ich finde, das ist ein guter Fit. Cooler Fun-Fact, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, aber wir hatten uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Jordan als Brand hat ja auch den Jumpman, der im Gegensatz zum Swoosh, hier lernt ihr noch richtig was über Marken, und hat den Jumpman als Eiffelturm statt dem Pariser Eiffelturm benutzt. Maximal clever. Maximal clever, und wenn Gustave Eiffel nicht schon tot wäre, er wäre es danach diesem Anblick wahrscheinlich. Es ist schon sehr auf die Spitze getrieben, aber es geht ja auch um Merch, Ja. fairerweise. Das hat jetzt mit den Clubstrukturen und wie man das mit dem Financial Fair Play und so regelt, nichts zu tun. Deswegen marketingmäßig natürlich wahrscheinlich ultimativ durchgespielt. Also ich glaube auch, und wenn man so die Berichte im Anschluss an den Messi-Transfer, wenn man denen Glauben schenken darf, hat ja auch Jordan allein in dieser Zeit, Michael Jordan, die leibhafte Person, Ja, genau, Ganz da gut gab da- es mal einen, der Ja. Sport gemacht hat. Ja. ganz gut daran verdient Ja. und da sieht man dann, glaube ich, schon, dass es wirklich gut ankommt. Von einem sympathischen Verein zum Champions nächsten. League Halbfinalisten der Vorsaison. Ja, sehr gut, genau, zum anderen. Ja, nämlich zu Manchester City, der Verein, der es dann sogar ins Finale geschafft hat, nur um dort dann gegen Chelsea zu verlieren. Nichtsdestotrotz macht Manchester City, die spielen nicht nur guten Fußball, die machen, finde ich, auch ganz schicken Merch, beziehungsweise ich habe ja auch diese Saison schon von dem neuen Auswärtstrikot geschwärmt des Citizens, was ja, nochmal zur Erinnerung, weiß ist und dann diesen bunten, dich an Instagram Wir erinnernden nannten Farbverlauf ihn hat. Instagrammable Colorway, irgendwie so, ja. Genau, auf jeden Fall halt diesen bunten Look mit Farbverlauf, was mir halt besonders gut gefallen hat und nicht nur, weil mir das besonders gut gefallen hat, würde ich jetzt mal behaupten, hat City gesagt, oder Puma, komm, machen wir noch eine So Lifestyle-Kollektion. einflussreich sind wir noch nicht. Noch nicht. Machen wir auch eine Lifestyle-Kollektion darauf basierend. Da gibt es mehrere Sachen, da gibt es Tanktops, es gibt Jacken, es gibt Hoodies. Die Jacke zum Beispiel, die hat Jack Grealish bei seiner Präsentation vor Fans getragen. Und da hat sie mir schon gut gefallen. Ja, das immer noch mit den Farben, die sich an den Ärmeln in dem Fall noch zusätzlich absetzen, als ergänzende Applikation im Vergleich zum Trikot. Und besonders gut gefällt mir das bei dem Hoodie, der eben genauso designt ist und dann in der Mitte noch wie so ein, das sieht fast aus wie so ein Foto aus dem All, könnte man jetzt behaupten, noch mit einem Farbverlauf zusätzlich überlegt. Und
Mir gefällt das richtig gut. Es ist im Prinzip, wenn ich mir das länger anschaue, quasi hattest du vorher einen farblosen Etihad-Schriftzug vom Trikot und hast ihn da quasi in diese Plakette auf den Pullover eingetaucht und dann müsste der, glaube ich sogar, Könnte von den hinhauen. Farben einigermaßen hinkommen. Ja, und auch von der Breite, ne? Also, Ja, der Pullover als Tuschkasten, revolutionär. vom Tuschkasten geht's jetzt in den Zoo, wo Dominik eine richtig schöne Attraktion gefunden hat. Genau, aber dennoch, wir bleiben bodenständig, denn wir waren ja schon bei den Schuhen. Jetzt kommen wir natürlich auch zu den Socken. Ja? Und in dem Fall kommen wir zu den südkoreanischen Auswärtssocken. Kann man das so nennen? Sozusagen. Auf jeden Fall die SüdkoreanerInnen, je nachdem, egal welche Mannschaft, werden auch als Tiger benannt. Das ist deren Spitzname. Und wir mussten es fairerweise nochmal, wir sind eben ein Trikot-Channel und kein National Geographic-Channel, kurz nachschauen, aber die Socken erinnern doch sehr stark an das Fell eines asiatischen Tigers. Ja, eindeutig, nur die Farbe halt nicht. Ja, gut, fairerweise, genau. Und angelehnt ist das Ganze in dem Fall ja eben an das Auswärtstrikot, an das aktuelle der Südkoreaner. Und muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt bei dem ganzen Merch, den wir uns so vorab auch angeschaut haben, das ist wahrscheinlich so das Dezenteste, was wir haben, weil es halt nur Socken sind. Aber irgendwie unique und genau, und nice. gerade bei Socken kann man sowas, glaube ich, also tragen viele sowas Buntes, was Ausgefallenes gerade gerne. sagen, geht doch mal hier vor die Tür, Leute, dann you know. Zu guter Letzt haben wir noch das Meppen Afrikas, aka Nigeria. Jawohl. Und zum Ende muss man sagen, treiben wir es nochmal richtig auf die Spitze, was das Merch Weil das Beste ja auch zum angeht. Schluss kommt, bekanntermaßen. Eben. Und ich würde sagen, Nigeria lässt uns nicht im Regen stehen. Also mit diesem Poncho, ja, Wahnsinn. Also mega Ding. Ja. Wobei ich auch sagen muss, in diesem Design eigentlich geil. Also im Verkehr, also du fällst auf jeden Fall auf. Das ist auch nicht schlecht. Du brauchst gar keine Reflektoren. Hochgradig praktisch auf jeden Fall. Ja, Und deine Gegner machst du mit dem Look auch nass. ja. Wahrscheinlich, also überragend. Ich find's auch stark, wie auf der Rückseite trotzdem noch so versetzt einfach riesig dieses Nike-Swoosh versteckt ist. Also irgendwie komplett geil. Also Ja, fairerweise auf der Vorderseite ist es ja auch kaum zu erkennen. ja, muss man natürlich irgendwie ausgleichen. Für den Full Kit Wanker haben wir diese Woche gar keine Einsendung gebraucht, streng genommen. Denn ich habe das Foto selbst gestellt. Ich bin der Full Kit Wanker. Mutig. Aber auch für dich gelten ja die gleichen Maßstäbe wie für unsere Einsendung, beziehungsweise die Leute, die wir uns einfach willkürlich aus dem Internet ziehen. Und zwar, schauen wir hier kurz drauf, das ist ein Valencia-Look. Stimmig, sollte man meinen. Allerdings beim zweiten Blick muss man leider sagen, die Shorts von Adidas, die Stutzen von Adidas, wahrscheinlich aus dem gleichen Paket damals. Ja. Aber das Trikot ist ja nun mal leider von Ioma. Du wolltest es mit dem Handtuch kaschieren, das kannst du zugeben. Ich habe mir beste Mühe gegeben, aber... aber du hast den Ärmel vergessen. Deswegen eine gut gemeinte und dennoch ja trotzdem im Look stimmige 9,5 von 10. damit kann ich sehr gut leben. Die Storytime der letzten Folge wurde ja noch ins Herz von Europa verlegt. Und diesmal kommt sie wieder ganz zu uns, beziehungsweise zu Johann. Ja, präsentiert aus meinem Wohnzimmer, sozusagen. Nämlich habe ich mir passend zum heutigen Thema der Folge gedacht, nämlich mal kein Trikot, sondern ein T-Shirt, was genau genommen auf einem Trikot basiert. Ich habe es schon mal in einer der vorherigen Folgen getragen. Es kam in den Kommentaren, kam sogar schon mal eine Frage danach auf und da hatte ich schon einmal ein bisschen erläutert, aber jetzt bei Storytime würde ich mal noch ein bisschen mehr, zumindest versuchen dazu zu sagen. Also, wie glaube ich schon mal unschwer zu erkennen ist, ist es erstmal ein relativ einfaches Puma-T-Shirt, wenn man es so ganz einfach sagen möchte. Was aber ein sehr ausgefallenes Muster hat und das sei vorweggenommen, ist basiert auf dem immer noch aktuellen dritten Trikot der italienischen Nationalmannschaft, was 2019 auf den Markt gekommen ist. Und genau davon hat man eben wirklich diese Farbkombination aus dunkelgrün mit dieser ja doch sehr speziellen Musterung mit goldenen Akzenten übernommen. Anstelle der
der dann, oder anstelle des Wappens der italienischen Nationalmannschaft hat man einfach einen Hinweis auf das Gründungsjahr von Puma 1948 draufgepackt. Ich hoffe mal, das stimmt, ansonsten wäre es schon ein bisschen eigenartig von Puma, einfach The Original since 1948 drauf zu schreiben. Und naja, denk mal an die, ich glaube, TSG Hoffenheim. Na? Jedenfalls dachte ich mir schon 2019 seinerzeit, als das Trikot der Italiener ja auf den Markt gekommen ist, als es vorgestellt wurde, dachte ich mir, Mensch, das sieht schon sensationell gut aus. Das hätte ich schon ganz gerne in meiner Sammlung. Da stand allerdings so dieses kleine Problem im Weg, dass ich nicht viel mit der italienischen Nationalmannschaft anfangen kann. Seit 2006 halten sich meine Sympathiewerte da doch sehr arg in Grenzen. Ich muss zugeben, dass sich das bei der aktuellen EM so ein bisschen gedreht hat, vor allem eigentlich zum Finale, und das lag aber auch weniger an den Italienern als vielmehr am Gegner. Und jedenfalls hatte ich aber das Glück, dass Puma relativ zeitnah nach der Veröffentlichung des eigentlichen Trikots 2019 schon eine Lifestyle-Kollektion basierend auf eben jenem Design auf den Markt gebracht hat. Neutral, also ohne Hinweis auf den italienischen Verband, die italienische Nationalmannschaft, was auch immer. Und da habe ich dann bei dem T-Shirt sofort zugeschlagen und ich bereue es bis heute absolut nicht. Das ist wie Marco Reus 2014 oder sowas, glaube ich. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. So sieht das aus. Sehen darfst du jetzt auf jeden Fall wieder, denn das Quiz der Woche hängt hinter dir. Okay. Du darfst auch gerne ein bisschen was sagen, vor allem solltest du das aber dann nächste Woche tun, bei der nächsten Folge, ja. Wenn du dann auflöst, welches Trikot das ganz genau genommen ist. Und ihr dürft uns gerne wie immer ein paar Kommentare dalassen. Wie hat euch mein Outfit gefallen? Wollt ihr Dominik nächste Woche als Full Fit Wanker sehen? Oder sonst irgendwelche Anmerkungen? Wir freuen uns über jegliche Anregungen. Über Likes freuen wir uns übrigens auch. Abos. Fehlt was? Kommentare hatten wir auch, ne? Okay, dann fehlt nur noch Tschüssi.